Das ist wirklich eine coole Geschichte. Stuck in my head. Lips of satisfaction, I can't get no reaction. She's just stuck in my head. She's somebody that don't need nobody. She's still stuck in my head. Lips of satisfaction, I can't get no reaction. She's still stuck in my head. Auch vielen Dank. Aber man sieht, hier ist reger Trubel hier beim Treffen der VDFU. Wenn sich die Freizeitparkindustrie und die ganze Branche aus Deutschland trifft, dann ist es wieder VDFU Sommertreffen. Das bedeutet, wir lernen viel, wir connecten viel und euch nehmen wir natürlich auch mit und zeigen euch das Ganze. Starten tut das Ganze jetzt ein bisschen casual. Wir haben gerade eingecheckt. Wir sind im Van der Valk Hotel Gladbeck. Es gibt zwei quasi Partnerhotels. Richtig schönes Zimmer. Und wirklich ambiente Beleuchtung. Schöne Kissen, cooler Empfang. Wasser in einem Kühlschrank. Es gibt Kühlschrank, es gibt eigenes Wasser. Wir haben uns natürlich jetzt hier ein bisschen ausgebreitet. Wir haben eine Terrasse, wir haben gerade Glück, ebenerdig. Wir konnten eben das Zeug hier so reintragen. Wir machen es kurz fertig und dann erklären wir euch noch mal kurz, was hier genau überhaupt heute und die nächsten Tage passiert. Wir haben euch ja gesagt, wir erklären euch, was der VDFU ist, der Verband Deutscher Freizeitunternehmen. Hier sind einige deutschsprachige Freizeiteinrichtungen organisiert. Und dazu gibt es unter anderem das VDFU Sommertreffen. Das findet dieses Jahr im Rahmen des Moviepark Germanys und von der Eloria Erlebnisfabrik statt. Das VDFU Sommertreffen ist unter anderem zum Networking da, um sich einfach mal in der Branche auszutauschen mit anderen Freizeiteinrichtungen. Und hier gibt es Ergebnisse von Mentoring-Programmen, die der VDFU im Rahmen von Weiterbildungsprogrammen und alles quasi präsentiert hier. Und man bekommt einfach einen Einblick, wie machen andere das? Wie machen das andere Freizeiteinrichtungen? Was kann ich bei mir verbessern? Und da sind wir jetzt hier im Moviepark Germany und ja, wir sind schon ganz gespannt, was hier alles erzählt wird und freuen uns auf die gemeinsamen Erlebnisse mit den anderen Freizeiteinrichtungen. So, und es kommt natürlich jetzt einiges am Programm auf uns zu. Und wir haben nicht im Nachgang so ein schönes, komplett zusammengefasstes Video, wie ihr das jetzt hier habt. Aber der VDFU hat die VDFU Event App, das finde ich richtig cool. Man kann sich da vorhin drin anmelden, sieht, wer kommt denn noch alles, wen kenne ich alles und was sind denn so Programmpunkte, die anstehen. Man muss nicht irgendwie großartig Papier ausdrucken, sondern weiß hier direkt, wann geht, wo, was. Und der erste Programmpunkt quasi, den wir haben, ist der Bustransfer. Jetzt gleich um 16 Uhr zum Moviepark Germany, da geht dann das Programm heute los. Und man kann dann auch per App
wo man ja schon registriert ist, sich gleich anmelden. Da gibt es einen QR-Code drin, den scannt man und dann bekommt man sein Badge und dann geht's los. Und wir nehmen euch jetzt mit durch den Tag und starten jetzt hier im Van der Valk Hotel Gladbeck und fahren rüber mit dem Bus. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Danke an Judith Reichert und Dennis Prokopf von Ride Preview für die professionelle Betreuung unter Social Media Kanäle von Freizeitparks.de. Auch herzlich willkommen.
일자리 퇴장 everyday 스치는 말 한마디 날 따라 걷는 기분 난 어때 너도 같을지 궁금해 Yeah, one of a kind piece of art Lining in a bottle, yeah we got that spark Sounding like an issue 5G, 4 bars Every place we go make it into our landmark Ain't it real or is it just me? Do I need a chill but you're bringing the heat Yeah, a miracle motto, love a lucky lotto That'll never let go, hell no 둘만의 손 날 보고 식웃는 너의 표정 다른 건 눈에 안 들어와 눈을 때려 해도 네가 웃어도 마주친 그 순간 I feel good, 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 good tonight 가리지 않고 talk, 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 talk tonight Wanna make it right, right, right 너와 난 서로 다 알아가 시간이 멈춘 것 같아 딱 맞춘 듯한 timing 어제와는 다른 거기 손끝이 닿아거리니 말투 눈빛 손짓까지 모든 게 내 탓 허접이는 말장난과 네 눈빛에 또 빨리 시선 맡은 손끝까지 그게 너와 나의 talk Okay Alright, got me talking about you day and night Plot twist beauty caught me by surprise Topic of my life, you match my vibe Got me locked in at first sight Tell me is it wrong to feel this right Super effective, you're just my type City light blood, but my focus is clear Every year you and me, that's all I wanna hear 너의 리듬에 맞춰 Follow you 내 하루도 계속 춤춰 시간은 계속 흘러 근데 우리 멈춘 듯 빠져들면서도 한 발짝은 남겨줘 둘만의 손 날 보고 식웃는 너의 표정 다른 건 눈에 안 들어와 눈을 때려 해도 네가 웃어도 Um euch kurz abzuholen, der erste Abend beim VDFU Sommertreffen ist zum Kennenlernen, Zusammenkommen und wir haben gestartet hier im Moviepark Germany. Kleiner Zusammenkommen-Moment, erstmal Check-in, unsere Badges abholen und exklusiv fürs VDFU Sommertreffen gab es dann eine Stuntshow. Also ihr kennt die Stuntshow in einer leicht abgewandelten Version und das nur für die Teilnehmer des VDFU Sommertreffens. Nach der Stuntshow gab es hier auf dem NYC Plaza den Sektempfang und so ein Limoncello spritzt, das ist auch was Feines. Ne? Und danach ging es in den Van Helsing Club zum Dinner. Vor dem Dinner gab es auch da nochmal vom Moviepark Entertainment Team eine Performance auf der Bühne und dann gab es sehr, sehr gutes Essen. Wir sind dann raus an die Foodtrucks, haben uns dann da alle was gegrabt, wieder rein und ja, Getränke, Essen. Dazu im Vorfeld schon die Möglichkeit, Attraktionen zu fahren und Mark Rides ist einer der Sponsoren auch vom VDFU Sommertreffen, war Star Trek Operation Enterprise in einer ERT im Dunkeln natürlich auch noch inkludiert. Karaoke, Gespräche, zusammenkommen, kennenlernen, austauschen. Auch die neuen VDFU-Mitglieder, ob ordentliche Mitglieder oder Fördermitglieder, die haben nochmal einen kleinen separaten Part gehabt fürs Onboarding und Kennenlernen. Und jetzt sind wir mit dem ersten Abend durch, gehen zum Bus, der fährt uns wieder ins Van der Valk und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder, wenn es dann weitergeht mit dem VDFU Sommertreffen und dem offiziellen Teil, wo wir auch mal ein bisschen was lernen und uns anständig austauschen. So Leute, neuer Tag, die Sonne scheint, wir sind wieder im Moviepark Germany. Dann sind wir gestern Abend doch noch in der Bar gelandet. Um 2 Uhr haben wir dann aber auch mal Schluss gemacht. Um 9 Uhr sind wir jetzt gerade wieder hier im Moviepark Germany, beziehungsweise um 9 Uhr ist der Bus losgefahren. Hat uns direkt hier mitten im Park rausgelassen. Und nach einem wunderbaren Frühstück in unserem Hotel geht es jetzt in den Kiki Saloon und zur Begrüßung durch den Präsidenten und zum offiziellen Teil des VDFU Sommertreffens. Alle haben Bock, alle sind gut drauf, Wetter ist schön, Park ist schön, los geht's!
Klatschen und mit Schokolaune. Wir werden ganz zwanglos vielleicht auch noch Heizdecken verkaufen, wenn ihr möchtet. Schön, dass ihr alle da seid. Die meisten von euch erkennen ihn auch wieder von gestern Abend. Ich freue mich auf ein mega spannendes Programm. Heute hier zum VDFU Sommertreffen 2025. Nach dem aus meiner Sicht wirklich grandiosen Opening nochmal vielen lieben Dank an Forst Backhaus, Manu Osotovic und das ganze Team vom Moviepark für den wunderbaren Abend, den ihr uns gestern bereitet habt. Wir haben eine kleine Pause gehabt, sind jetzt gerade draußen. Wir haben angefangen mit der Begrüßung durch den Präsidenten und natürlich Jürgen Gevers als Geschäftsführer war mit auf der Bühne. Es gab auch noch mal so ein bisschen Operatives quasi. Aber auch der Moviepark Germany hat sich vorgestellt. Thorsten Backhaus als Geschäftsführer vom Moviepark Germany hat die Geschichte des Parks in einer wunderbaren anderen Geschichte erzählt. Das war richtig cool. Und wir haben an ein paar Stellen, die sehr dramatisch klangen, etwas zu laut gelacht und Leute, die die Geschichte nicht kennen und das nicht miteinander verknüpft gekriegt haben, haben uns auch etwas komisch angeguckt. Aber das Ganze wurde am Ende auch aufgelöst und wir sind quasi gerade beim Pflegekind Mike zu Gast. Für alle, die das jetzt hier mitbekommen haben und das Video sehen, also alle VDFU-Mitglieder, liebe Grüße. Und die VDFU-Akademie hat sich auch noch einmal vorgestellt und die Arbeiten präsentiert und die ganzen Ressorts und das, wozu auch der Verband halt da ist, wofür der Verband wichtig ist, miteinander netzwerken, austauschen. Und um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, profitiert zum Beispiel ein Chocoversum vom Wissen und Knowledge von dem Europapark und auch andersrum. Wie läufst du gerade? Das war jetzt, nee, geh bitte weiter. Das war jetzt der Part, wo ich am meisten überlegen musste, wie ich euch das vermittle, dass ihr das richtig versteht und dann läuft euch gegen Leute. Also, ja, das Austauschen, Netzwerken und voneinander lernen und für euch als Gäste die Freizeiteinrichtungen in Deutschland noch besser zu machen oder auch für euch als Mitarbeitende oder zukünftige Mitarbeitende in Freizeiteinrichtungen alles irgendwie besser zu machen. Und das waren jetzt so die Sachen, um die es gerade grob ging. Ich kann jetzt auch euch das nicht natürlich komplett zusammenfassen oder Deep Dive machen. Und absolutes Highlight, wir haben die Premiere gehabt vom neuen Imagefilm vom Moviepark Germany, den Emomotion gemacht haben. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Richtig, richtig stark, richtig cool gemacht. Der Anfang richtig episch, cineastisch und dann aber auch die Geschichte hinter dem Park und die Story nochmal aufgearbeitet und wie viele Erinnerungen da auch bei waren. Das war auch richtig stark. Jetzt gehen wir wieder rein und dann geht es weiter und ich habe vergessen, womit. Aber deswegen habe ich ja die VDFU Event App, da kann ich nämlich nochmal nachgucken. Präsentation und der Ergebnisse der Mitgliederbefragung, das hatten wir. VDFU Akademiebericht aus den Resorts hatten wir. Kaffeepause haben wir. VDFU Akademie Keynote Speech kommt jetzt und dann sehen wir uns beim gemeinsamen Mittagessen schon wieder. Und danach gibt es VDFU Freizeitgeflüster, der Podcast vom VDFU Verband Deutscher Freizeitunternehmen.
Ich hole euch mal kurz ab. Wir hatten gerade die Keynote und war wild, kurios. Habt ihr gerade ein paar Bilder gesehen? Und dann ging es zum Mittagessen. Zum einen in der Trattoria, zum anderen im California Coffee waren wir. Und Pizza-Pasta-Buffet. Richtig gut. Und da haben wir uns jetzt gerade alle gestärkt und gehen jetzt zu Freizeitgeflüster. Kennt ihr auch als Podcast vom VDFU. Und quasi jetzt mehr oder weniger eine Live-Folge auf der Bühne. Und anschließend könnte es interessant mit Backstage-Touren werden. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ja, wir hatten jetzt quasi eine Podiumsdiskussion und das große Überthema des VDFU Sommertreffens 2025 ist Mut. Und auf dem Podium war dann die Pia vom Wild- und Freizeitpark Klotten und ja, mit Mitte 20 den Mut zu haben, die Geschäftsführung zu übernehmen. Das war so ein bisschen dann da der Ankerpunkt. Ines Ehe vom Traumland Freizeitpark, den Mut, selber als Geschäftsführerin einen Betriebsrat zu gründen. Und Robert Dahl von Karls Erlebnisdörfer war auch mit auf der Bühne und den Mut, ein Schild sich an jeden Eingang der vielen Karls Erlebnisdörfer, der vielen Freizeitparks zu hängen mit Ausländerfeinde müssen draußen bleiben und der Unterschrift sogar darunter. Und natürlich das Ganze gehostet von Jürgen Gevers. Sehr spannend und vor allem auch wieder dieses Austauschen miteinander, teilhaben lassen, andere Unternehmen und die Learnings teilen und das gemeinsam alles wuppen. Und ja, die Freizeitindustrie hält in Deutschland zusammen. Und jetzt sind wir auf der Backstage-Tour. Und ihr seht es zum Beispiel hier hinter mir, Studio 1, Paramount, A Quiet Place. Gucken wir uns jetzt gleich mal bei Putzlicht die letztes Jahr neu eröffnete Maze an. Waren gerade schon bei der Anni, die hat was zum Entertainment erzählt. Und ja, dann sehen wir mal gleich weiter, was hier noch so kommt. So, wir haben uns noch A Quiet Place Backstage angeguckt und viel erklärt bekommen dazu. Waren in der Schreinerei und Malerwerkstatt vom Moviepark Germany und waren auch noch mal bei Showtech. Und jetzt geht es wieder in die Busse zurück zum Hotel. Einmal kurz umziehen und dann wechseln wir die Station und nehmen euch noch mit zu der Eloria Erlebnisfabrik und dem abendlichen Dinner und Come Together. Oh, vielen Dank. Wine.
down for a day. Get behind the wheel and drive. We don't care about the time with you by my side. I don't need to hide, I feel alive. You bring me coffee in the morning, post it with a love note. We both like to take it on a Sunday night. You know just when to kiss me, you know I don't like whiskey. This is why we work, why it's you and I. Down the line, people will forget the reason why they walk down the aisle. They lose their love to everyday life. That's not you and I. Alle dabei. Hier in Eloria. Ich bin der Lude hier. Ich setze jetzt das hier. Das ist zwischen 32, 33, 35. You bring me roses on a Tuesday, kiss me at the red light. We both like to walk down in Shelby Park. You hold my hand at bedtime, you know my favorite wine. This is why we work, why it's you and I. You bring me coffee in the morning, post it with a love note. We both like to dig it on a Sunday night. You know just Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, 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 dam. Mauersteine eigentlich, aber unsere Liebe nicht. Frauen an die Macht, hey, Frauen an die Macht, hey, Frauen an die Macht, Frauen an die Macht, Frauen an die Macht, Frauen an die Macht. You know I don't like whiskey. This is why we work, why it's you and I. Dancing in the moonlight. Also die Währung ist, einer gibt 5 Reichsmark, 2 gibt 20 Reichsmark, 3 gibt 50 Reichsmark, 4 Schnäpse sind 100 Reichsmark. Kommen Sie mal mit zum Polizeipräsidium. Kommen Sie mal mit daher. Dancing in the moonlight, girl, you bring the sun out. This is why we work, why it's you and I. So, Leute. Lass mich aus dem Bild. Oder soll ich mit anmoderieren? Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind hier gerade in der Eloria Erlebnisfabrik mitten in Bottrop. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es sieht aus wie in der Winkelgasse. Wir sind aber quasi in einer Parallelwelt. Und hier gibt es Rätsel zu lösen. Auf über 6000 Quadratmeter im Europas größten Escape Room muss man hier über 500 Rätsel gilt es hier zu lösen. Wahnsinn. Challenge accepted. Wir werden es heute schaffen. Aber man sieht, hier ist reger Trubel hier beim Treffen der VDFU. Und entsprechend haben wir hier natürlich einen Riesenspaß. Man sieht es, jeder vergnügt sich, jeder bewegt sich und ist mittendrin irgendwas zu machen. Gerade gab es eine Razzia im Casino. Mir wurde gerade das Bier in die Hand gedrückt. Eigentlich trinke ich ja gar keinen Alkohol. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es ist komplett verrückt, liebe Leute. Also, man kann es nur empfehlen. Kommt doch hier mal schauen. Erlebnisfabrik Eloria in Bottrop. Wahnsinnig toll. Schaut vorbei. Da will ich extrem viel Kohle für haben. Ich brauche jetzt Reichsmark hier. Das Zitat, das schneiden wir jetzt über. Ich brauche jetzt Reichsmark hier. Reichsmark. Schon wieder oder was? Was ist denn hier los? Leute, das ist einfach gerade voll der Fiebertraum. Oh, Björn! Ja. Knast! Ab in den Knast! Wegsperren!
Wie früher. Wenn Sie mal im Sportkurs aufgepasst werden. Vorsichtig, Das ist jetzt so gehalten. Wo ist der Goldbarren her? mit 2 Goldbarren im Angebot. Mit 2? Ja, der Herr Neudorf ist. She got me wanting more for love, a better way of living. Tschüss, 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 Bro. Eloria Erlebnisfabrik, was war da los? Also ich weiß nicht, was der Andy erzählt hat, aber ich glaube, das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Waren jetzt so in der Bar wieder mal in The Van der Valk Hotel. Dieses komische Setup, was wir gerade haben, liegt daran, dass wir das einzige Zimmer gerade haben, was keinen Strom hat. Also so irgendwie, wir haben kein Licht, die Steckdosen funktionieren nicht, aber Zentralklimaanlage läuft. Der Brudi von der Rezeption war gerade schon am Hauptsicherungsschalter, alles ist drin und kann sich natürlich auch nicht erklären, warum wir keinen Strom haben. So Leute, mein Gott, lieber Herr Gesangsverein, was war denn das schon wieder? VDFU Sommertreffen 2025 und ja, gerade noch gefrühstückt, wir haben gerade alle ausgecheckt aus dem Van der Valk Hotel und jetzt ist noch freie Parkbegehung, entweder wahlweise oder auch beides im Moviepark Germany oder auch nebenan bei den Kollegen vom Schloss Beck. Und wir sind jetzt auch durch, wir sind raus und wir sehen uns morgen um 18 Uhr zum neuen Video wieder hier. She's